Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. In stürmischen Zeiten darf es auch mal eine Sendung sein über eine Zoom-Zuschaltung. Also mein Studiogast ist heute nicht da, sondern mir zugeschaltet. Und es geht heute um chronische Gesundheit. Wichtiger denn je, dass wir unsere Gesundheit immer mehr in den Fokus bringen und unser Immunsystem stärken. Ich habe die Frau Jutta Suffner heute endlich wieder mal gewinnen dürfen für eine Sendung. Sie ist Diplom-Ingenieurin in Biomedizin, Heilpraktikerin und ich glaube eben auch, ich weiß es auch, eine Spezialistin im Bereich chronische Gesundheit. Ganz herzlich willkommen, liebe Jutta. Hallo, lieber Alexander, Gruß in die Schweiz von der stürmischen Ostsee. Herzlichen Dank. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Ich möchte gerne mit dir eigentlich über chronische Gesundheit sprechen. Ein wunderbares Wort, wo du da formuliert hast. Und ich finde, statt immer Negativformulierung endlich mal was Positives zu finden. Und wir drehen dies jetzt ja, weil du nicht hier sein darfst, weil die Grenze ja zu ist. Und in diesen Phasen überlegen wir uns ja alle immer und immer wieder, was können wir tun, um chronisch gesund zu sein, zu bleiben und nicht zu einer Risikogruppe zu werden? Ja, Alexander, ich glaube, momentan ist es am allerwichtigsten, wo setze ich denn meinen Fokus hin? Weil was mir sehr auffällt und was mich auch sehr betrübt macht teilweise, ist nicht der Virus einer bestimmten Krankheit, sondern eher der Virus der Angst. Und dass man sich einfach mal bewusst macht, dass Angst unser Immunsystem sehr, sehr reduziert. Weil Angst ist natürlich ursprünglich etwas Wundervolles. Wenn früher ein Säbelzahntiger kam, dann gab es gewisse Signale in unserem Gehirn, die gesagt haben, Achtung, Achtung, jetzt packt man alle Energie ins Herz, in die Muskeln, in die Arme und die Beine. Alexander, lauf los, damit du dem Säbelzahntiger entkommst. Das Ganze hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, vielleicht auch eine Stunde. Und irgendwann saßen wir dann wieder in unserer Höhle und unser ganzes System konnte sich wieder beruhigen. Was aber jetzt oder gerade in diesen besonderen Zeiten bei vielen, vielen Menschen abläuft, und auch ich nehme mich da nicht raus, also selbst ich bin letzte Woche mal in so einen Modus reingefallen, dass wir in so einem Dauerzustand der Angst sind. Und es ist ja so, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, egal ob der Säbelzahntiger nun wirklich vor uns steht oder ob wir uns nur vorstellen, dass er vor uns steht, die gleichen Gehirnareale werden aktiviert und die ganze Energie, die wir eigentlich bräuchten, um unser Immunsystem intakt zu halten, wird dafür benutzt, in diesem Weglaufmodus zu sein. Und jetzt überleg mal, wenn diese Energie immer im, Weglauf, im Fluchtmodus ist, unser Immunsystem braucht ja ganz, ganz viel Energie, um überhaupt Viren, Bakterien, alles abwehren zu können. Das fehlt dem Immunsystem da. Und ich glaube, es ist wichtig, dass den Menschen das einfach mal bewusst wird. Wo setzt ihr euren Fokus hin? Setzt ihn doch bitte, wenn auf die Gesundheit, auf etwas Positives, denn auf die Angst. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit ganz, ganz wichtig. Ja, wir sind ja alle ein bisschen gefangen in diesen Hiobsbotschaften, in diesen Negativformulierungen. Wir suchen, lechzen nach was Positivem, sehen aber nichts, irgendwie sehr einseitige Sache gegenwärtig. Und wie du es so schön gesagt hast, in diesem Fluchtmodus drin produzieren wir ja ganz viele Hormone. Adrenalin wird ausgeschossen, es ist ein voller Stress da. Und Stress ist ja eigentlich immer der sogenannte Sympathikus und Entspannung wäre der Parasympathikus. Das heißt, wir müssten doch viel mehr darauf achten, jetzt wieder in den Entspannungsmodus zu kommen nach diesen stressigen Wochen, oder? Ja, und es ist momentan wirklich nicht bei den meisten, aber bei ganz, ganz vielen Menschen so, wenn der Sympathikus das Gas ist und der Parasympathikus ist die Bremse. Wir stehen momentan auf Gas und Bremse gleichzeitig und unser Organismus weiß gar nicht, hallo, wo soll ich denn überhaupt hin? Und fokussiert natürlich dann oder zentralisiert dann seine Hauptenergie darauf, dieses ganze System Mensch irgendwie am Laufen zu halten. Aber die wichtigen Dinge wie Darm, Verdauung, uns alles in den Gefäßen, diese ganze Energie, die wir einfach brauchen für lebensnotwendige Funktionen und eben fürs Immunsystem, die sind momentan bei vielen, vielen Menschen brachgelegt. Und ich kann eigentlich nur davon ausgehen, wie ich mich verhalte. Vielleicht hilft das vielen Menschen weiter. Ja, es ist eine Ausnahmesituation, aber wir haben ja jedes Jahr, wir haben grippale Infekte, wir haben immer wieder Situationen, in denen es einfach darauf ankommt, stärkt doch euer Immunsystem.
Und hier finde ich es einfach wichtig, mal Dinge in die Welt zu setzen, mit denen ich mein Immunsystem stärken kann, was ich Positives mache. Und wenn dann, egal welcher Virus kommt, den kann man sich so vorstellen, ich habe es eben noch gesucht, aber keinen gefunden. Es gibt auch diese schönen Igelbälle, wo diese ganzen kleinen Stacheln drauf sind. So kann man sich so ein Virus vorstellen. Und dieser Virus braucht aber einen Wirt. Also das ist wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und wenn wir aber gut gewappnet sind, ein gutes Immunsystem haben, dann kommt so ein Virus an und sagt sich, oh Gott, der Alexander, Jutta, nein, danke, vor denen habe ich Angst, ich gehe. Das heißt, weil unser Immunsystem jetzt schön intakt ist, hat er überhaupt keine Möglichkeit, sich irgendwie bei uns einzunisten. Und ich glaube, darauf sollten wir den Fokus legen. Zumindest ist es momentan meine Meinung. Bevor ich gerne auf diese körperliche Aktion mit dir sprechen möchte, was man machen kann, um chronisch gesund zu bleiben, möchte ich gerne nochmals die psychische Komponente machen. Was empfiehlst du den Zuschauerinnen und Zuschauern, um einfach im Kopf diesen Säbelzahntiger nicht mehr ständig im Fokus zu haben, um in diesem Stressmodus einfach zu entkommen? Was mir sehr hilft oder auch sehr geholfen hat, und das sind aber alles Methoden, die ich auch von anderen Menschen habe, wenn du wirklich in dieser massiven Angst bist, geh doch einfach mal geistig 1 oder 2 Schritte aus dir raus. Beobachte dich selbst mal. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, funktioniert aber sehr gut. Und dann bist du erstmal erschreckt oder erstaunt, welche Wolke von Gedanken, Frauen können das ja noch besser als Männer, welche Wolke von Gedanken dich umkreist und welche Gedanken es wirklich sind. Das ist ein Hilfsmittel, und was ein ganz schnelles Hilfsmittel ist, sich wirklich mal auf seinen Atem zu konzentrieren, dass man 2, 3 Finger nimmt, die ans Brustbein hält, dann hat man den Fokus so auf dem Herz, mal 5 Sekunden einatmet, 1 Sekunde Stopp, 5, 6 Sekunden wieder ausatmet. Und wenn ich das ungefähr 2 Minuten mache, das hört sich jetzt sehr wenig an, aber selbst in diesen 2 Minuten kann ich meinen Parasympathikus hochfahren und den Sympathikus runterfahren. Es funktioniert und es lohnt sich, das zu praktizieren, egal wo ich bin. Danke vielmals. Jetzt möchten wir gerne auf die körperliche Ebene zu sprechen kommen. Und hier möchte ich dich fragen, müssen wir uns eigentlich überwiegend den freien Radikalen, diesem Stress, der uns unheimlich viel Elektronen raubt, primär widmen? Oder müssen wir schauen, dass wir genügend Vitamine haben oder Antioxidantien oder Mineralien? Wie siehst du da den Hauptfokus? Zum einen ist es ein Gesamtpaket. Die Gedanken ist die eine Sache. Als du eben sagtest, Elektronen, da fiel mir direkt ein, Barfußlaufen, Schuhe ausziehen, Barfußlaufen, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so weit laufen können und dürfen, aber vielleicht hat jeder irgendwie einen Garten oder sowas um sich rum, einfach mal, dass die Füße wieder die Erde berühren. Dadurch nimmst du Elektronen auf und tust wieder etwas für deine antioxidative Kapazität. Das wäre ganz einfach. Und wenn man doch mal den Tag morgens beginnt, was trinken wir? Zum Beispiel grüner Tee. Grüner Tee ist hoch antioxidativ, gibt es überall zu kaufen, ist kostengünstig, und da schon mal einen halben Liter jeden Morgen von zu trinken, dann starte ich den Tag auf jeden Fall schon mal mit einem Booster für mein Immunsystem. Aber da noch einen kleinen Einwand, viele Menschen lassen den nur 2 bis 3 Minuten ziehen. Bitte nehmt den ersten Aufguss von 30 Sekunden, schüttet das weg und dann lasst ihr ihn 10 Minuten ziehen. Und dann kommen diese massiven Wirkstoffe zur Geltung. Das nur so mal am Rande. Und dann diese ganze Komposition, angefangen von, ich rede jetzt einfach von dem, was ich nehme, Vitamin D in Kombination mit Magnesium, weil das eine ohne das andere nicht umgewandelt werden kann. Das ist extremst wichtig fürs Immunsystem. Vitamin C, das ist eben etwas, was wir mit Meerschweinchen gemeinsam haben. Wir können es nämlich nicht selber herstellen. Da hat die Maus klare Vorteile, die kann das nämlich. Ach ja. Also Vitamin C, ja, deswegen, in dem Fall wäre es gut, eine Maus zu sein. Es hat eine massive immunstabilisierende Wirkung, Vitamin C, und es ist natürlich unheimlich kollagenstabilisierend. Das sind ganz wichtige Dinge, und Vitamin A, das ist halt wichtig für die Schleimhäute, weil durch Tröpfchen oder durch diverse Infektionen sind natürlich die Schleimhäute immer gefährdet. Da ist Vitamin A wichtig. Mein spezieller Booster ist dann natürlich noch die wildwachsende Blaubeere von der Firma Blue Entox, was ich absolut uneingeschränkt empfehlen kann.
weil mir ganz wichtig ist, egal ob groß, klein, jung, alt, etwas zu nehmen, was adaptogen wirkt, also anpassend ist und sich im Körper sozusagen die Baustelle sucht, die gerade wichtig ist. Und ich habe gestern auch noch mal ein bisschen in alten Schinken geblättert und da habe ich ein ganz altes Buch noch mal gefunden aus USA, auch bei den Adaptogenen, dass ein Extrakt aus den wilden Bilberries, also aus diesen Blaubeeren, die Anzahl der natürlichen Killerzellen, also es hört sich so dramatisch an, aber das ist ein Teil unseres Immunsystems und was ein ganz, ganz wichtiger Verteidiger gegen Viren und Bakterien ist, erhöhen kann. Und wenn es jemand interessiert, kann ich auch gerne noch mal zuschicken. Kam auch noch mal eine Studie parallel. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil für uns, wenn wir so etwas aufnehmen können. Ist das nicht das stärkste Antioxidantium oder habe ich da mal was anderes gelesen? Nein, das stimmt, das ist korrekt. Und was noch wichtiger ist, mit unter anderem diversen Pilzsorten, eines der stärksten Adaptogene, also anpassungsfähigsten Substanzen. Und ich glaube, das ist in heutiger Zeit wichtiger denn je. Jeder von uns ist auf einem anderen Level, jeder braucht eine andere Stellunterstützung. Und wie sagte mir letztens, ist allerdings ein Sportler, der macht auch Bodybuilding, er hat immer den Eindruck, wenn er das Blue Entox in Kombination nimmt, zum Beispiel mit Vitamin C oder mit anderen, das würde alles noch steigern und massiv optimieren. Und das fand ich ein sehr schönes Feedback. Ich möchte nochmals zurück zu den Vitaminen, die du auch erwähnt hast. Ist es heutzutage aus deiner Sicht nicht möglich, diese Vitaminhaushalt genügend über eine hochwertige Ernährung zu kriegen? Müssen wir heute supplementieren? Also eine sehr gute Frage und die man in meinen Augen leider mit Ja beantworten muss, weil es gibt auch eine Studie, jetzt lassen mich die korrekt wiedergeben, und zwar es wurde ein Vergleich gefahren zwischen 1914 und 2019. Es wurden gemessen in Brokkoli, Möhren, Birnen und Äpfeln der Gehalt an Zink, Magnesium, Eisen und Calcium. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Schätze mal, um wie viel niedriger der Vitalstoffgehalt 2019 war im Vergleich zu 1914. Ja, ich befürchte, es sind zwischen 70% und 90%, oder? Stimmt's? Leider ja. Leider ja. Mhm. Und so viele Vitalstoffe, Mikronährstoffe sind unmöglich aufzunehmen. Mhm. Auch Omega-3, Magnesium, Vitamin D, das kannst du über die Nahrung nicht mehr aufnehmen. Mhm. Und da gibt es aber genügend Studien drüber und genügend sehr, sehr kompetente Orthomolekularmediziner oder auch Professor Spitz, die da sehr, sehr einschlägige Studienerfahrungen haben. Das D3 höre ich immer wieder, dass das Immunsystem auch erst aktiviert, wenn wir einen genügend hohen D3-Pegel haben. Hast du hier eine Faustregel für dich, wie viel D3-Einheiten du empfiehlst? Also womit man sicherlich nie etwas falsch macht, dass man sagt, pro Person zwischen 4.000 und 5.000 internationalen Einheiten. Das ist auf jeden Fall etwas absolut enorm reich. Wichtig ist aber auch zu sagen, du brauchst Magnesium, damit die inaktive Form des Vitamins, man sagt immer Vitamine, aber es ist ja ein Hormon, genauso wie A ist auch ein Hormonvitamin, damit das Vitamin D3 von der inaktiven in die aktive Form überführt werden kann, brauchen wir unbedingt Magnesium. Das wird oft unterschätzt. Und auch Vitamin D und Vitamin A, auch die beiden gehören zusammen. Da gibt es dann verschiedene Prozesse, die ablaufen und die verschmelzen auf Zellkernebene. Früher kannte man noch Vitamin A aus Lebertran. Also ich kannte es noch. Ach ja, stimmt, testen. Im Lebertran, da war doch aber Omega-3, oder? Omega-3 mit Vitamin A, hä? Das ist heute ja total ganz verschwunden, genau. Dieses Omega-3-Thema, jahrzehntelang, und jetzt kommt es endlich wieder. Ja, und es ist auch Omega-3, das hatte ich eben noch vergessen, auch ein riesenwichtiger Bestandteil. Da geht es ja um anti-entzündlich, das ist ja auch so mein Thema, deswegen auch die Bilberry, alles was Entzündungen macht. Entzündung ist nun mal der Start von einer Krankheit, das wissen wir, oder auch von Krebs, von diesen massiven Erkrankungen. Und um diese Entzündungen im Körper zu reduzieren und möglichst gering zu halten, macht es einfach Sinn, gerade in diesen Zeiten diese Vitalstoffe zu sich zu führen. Und auch alles, was ich genannt habe, nehme ich selbst auch definitiv ein, weil ich merke, man braucht es. Und
ich biete ja jetzt auch diese ganzen Beratungsgespräche an, weil mir ist es ganz wichtig, dass man mit den Menschen wenigstens mal kurz spricht. Jeder hat einen anderen Stand. Und dass man nicht alles so mit dem Bade ausschüttet, sondern noch schaut, wer hat vielleicht noch eine kardiovaskuläre Erkrankung. Hier macht Q10 Sinn. Oder wer nimmt vielleicht noch diverse Statine oder egal, irgendwelche schulmedizinischen Medikamente. Wo müssen wir hier noch oder hochregulieren? Also deswegen ist es immer wichtig im Gespräch, in so einem Beratungsgespräch, das nochmal so ein kleines Feintuning zu machen. Noch was kurz zum D3 von deinen Einheiten, die du erwähnt hast. Darf das jeder Zuschauer, Zuschauerinnen so supplementieren oder sollte er zum Arzt gehen und sich das sauber einstellen lassen? Also die 100%ige Variante ist mit Sicherheit mal, sich den Vitamin D3-Spiegel messen zu lassen. Jetzt ist es ja momentan ein bisschen, schwierig zum Arzt zu gehen. Ein bisschen etwas kompliziert. Deswegen, ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, 4.000 bis 5.000 Einheiten, die braucht heute, kann man wirklich sagen, jeder, weil die Sonne eben nur im Sommer die Wirkung hat, die wir gerne hätten und auch dann nur, wenn wir wirklich nackig an der Ostsee oder in der Schweiz mal jeden Tag rumlaufen würden. Und ehrlich gesagt habe ich noch keinen gesehen, der das wirklich täglich macht. Also dann wissen wir jetzt, Vitamin D3 wäre super, wenn man das jetzt würde ein bisschen supplementieren, für eine chronische Gesundheit sehr wichtig ist, dass dieser Pegel einfach stimmig ist. Bei Vitamin C und A, wo du jetzt auch gesagt hast, ist das immer auch aus deiner Sicht wirklich auch zu supplementieren? Momentan halte ich für Vitamin C, also ich kombiniere es mit dem Vitamin D und auch mit dem Blue Entox, also weil Vitamin C und die Blaubeere gibt noch so einen riesen Boost, weil Vitamin C ist ja sozusagen, hat eine kollagenstabilisierende Wirkung, genauso wie dieses Bilberry-Extrakt. Ja. Und wenn du dir vorstellst, Kollagen ist ja die Basis von unserem kompletten Körpernetz, diese ganzen Kollagenfasern. Das ist wie bei einem Haus. Nur wenn wir wirklich die Steine mit genügend Zement und Wasser ausfüllen, steht dieses Haus stabil. Und deswegen ist mir Vitamin C auch extremst wichtig. Und ich sehe auch hier immer viele Jogger jetzt, die rumlaufen. Klar, nach jeglichem Sport steigert es die Regeneration, genauso wie jetzt das Blue Entox. Also momentan sind bei mir Vitamin C, ich nehme momentan 3x2 Kapseln, also in einer Kapsel sind 200 Milligramm drin und dass man schon so auf die 1-2 Gramm kommt pro Tag. Okay. Ja, das ist noch tief dosiert. Ich hatte kürzlich einen Oberarzt hier, der redet von 4 Gramm für Gesunde bis 16 Gramm bei Risikopatienten, wie er gesagt hat, weil einfach wirklich diese antioxidative Energie die Entzündungen letztendlich reduziert, wie auch dieses Blue Entox. Ja. Du hast keine Präferation für irgendwelche, kann man einfach in die Apotheke gehen und sagen, ich möchte gern ein gutes, hochwertiges Vitamin C. Also wir haben die Firma Blue Entox, die hat wenige Produkte, aber die sind gut. Die hat einmal ein Vitamin C, ein natürliches, das sind auch 200 Milligramm in einer Kapsel, weil das die Menge ist, die der Körper verstoffwechselt, ohne dass irgendwas sozusagen weggeschüttet wird. Das finde ich sehr gut und das in Kombination mit der Bilberry, da kann man bei Blue Entox diese 2 Sachen direkt bestellen oder wenn es passt. Und Vitamin D können Sie ja mal anschreiben. Ich habe so 1-2 Firmen, bei denen ich auch selber kaufe. Da gibt es wirklich viele Anbieter. Omega-3 gibt es hervorragende Anbieter, auch für Vitamin A. Wenn Fragen sind, können wir gern was empfehlen, aber da bin ich ganz entspannt, dass man da einen guten Anbieter findet. Ich glaube, ich habe gerade etwas verstanden, warum Blaubeere mit Vitamin C drin ist, weil ich hatte kürzlich mal einen Chemiker hier, der hatte mal geredet über NADH und Q10, wo sich gegenseitig antreibt, weil das NADH ein Elektron abgibt und dann wird es zum Radikalen und das kriegt es dann wieder vom Q10 und kann wieder abgeben. So, und ich nehme an, das ist genau das Gleiche. Der Blue Entox, das Heidelbeere-Extrakt, gibt Energie ab, ein Elektron, und kriegt es gleich wieder vom Vitamin C und dann gibt es wieder ab. Und dann ist die doppelte Energie vorhanden. Ist das richtig? Es wird wirklich potenziert. Das war uns anfangs war mir das gar nicht so bewusst. Die Menschen haben uns das eher von außen gespiegelt, als sie sagten, immer wenn wir das zusammennehmen, merken wir einfach wirklich eine massive Regeneration. Und
Und danke eigentlich an all die ganzen Rückmeldungen. Und so kam es dann, dass auch ich gesagt habe, ich nehme das immer zusammen und merke dann, wow, dann habe ich wieder Kraft und Energie und der ganze Entzündungsmodus wird in Grenzen gehalten. Denn Angst und Stress, das ist ja eben leider einer der größten Entzündungsmediatoren. Und ich finde, dem sollten wir nicht nur momentan, sondern ständig entgegenwirken. Großartig. Also fassen wir nochmals zusammen, wirklich mal den Geist zur Ruhe zu bringen, über bewusstes Atmen den Stress loszulassen. Dann wäre es ganz günstig, einfach den D3-Pegel mal einzustellen zu lassen oder halt jetzt vorübergehend, solange die Ärzte so viel zu tun haben, einfach mal ein paar Einheiten zu nehmen, wie sie du empfohlen hast oder mit Rücksprache mit ihrem persönlichen Arzt. Und dann einfach ein bisschen Vitamine, sprich A, C und D3 natürlich. Hast du gesagt? A und C hast du gesagt? A und C, hä? A, C und D3, genau. Und dann eben das Bluentox. Genau, und das Bluentox, weil sich das gegenseitig natürlich hochtreibt. Eine wichtige Geschichte noch, vielleicht auch gerade, wenn man jetzt raus muss oder unterwegs ist, aber das gilt für jede normale Grippezeit, Zink. Ganz gut als Lutschtablette, weil Zink wird ja dann über die Mundschleimhaut aufgenommen und dann kann man einfach immer die Mundschleimhaut, die ja einfach diesen ganzen äußeren Einflüssen ausgesetzt ist, immer wieder schön stabilisieren. Und deswegen Zink als Lutschtabletten oder ansonsten als Orotat, weil die Orotat-Formen sehr gut aufgenommen wurden. Und da ist die Empfehlung, dass man das eben nicht zu einer Mahlzeit einnimmt, sondern auch bevorzugt abends um 18 Uhr. Das sind so die Erfahrungen, die ich machen durfte und die gebe ich da gerne weiter. Wir haben noch eine Minute, da habe ich noch 2 Fragen. Die eine ist, dieses Rezept, was du jetzt gerade gesagt hast, zusammen, sage ich mal, mit ein bisschen Bewegung jeden Tag, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung oder die beste Voraussetzung, um chronisch gesund in die eine Altersvorsorge zu betreiben, oder? Ja, das kann ich nur unterstützen, denn durch meine eigene Erfahrung, die ich ja damals hatte durch die Viruserkrankung, wenn ich das damals alles gewusst hätte, wäre ich auch schneller wieder gesund geworden als nach ein paar Jahren. Und deswegen liegt mir das wirklich am Herzen. Seid es euch wert, tut jetzt was, damit ihr wirklich chronisch gesund bleibt. Meine letzte Frage noch zu diesem Bluentox, zu diesen Heidelbeeren-Extrakt und diesem Vitamin C, was du jetzt immer mehrfach auch erwähnt hast. Wenn man dazu weitere Informationen haben möchte, einfach mal Lesematerial, was das überhaupt ist, was du jetzt da die ganze Zeit erwähnt hast. Wo finde ich diese Infos? Einmal gibt es meine Homepage, die www.juttasufner.com. Da ist auch ein Link, aber wichtiger ist noch www.blueantox.com. Blue für Blau und Antox für Antioxidant. Und dort auf der Homepage findet ihr Telefonnummern von wirklich erfahrenen Therapeuten. Bitte dort anrufen oder eine E-Mail schreiben an info@blueantox.com oder auch mir schreiben info@juttasufner.com, auch für Beratungsgespräche oder auch den Delta-Scan, was ich durchführe, findet ihr aber oder finden Sie alles auf der Homepage. Und da versorgen wir Sie dann mit entsprechenden Informationen und natürlich mit der Blaubeere und Vitamin C. Also nicht ich, sondern die Kollegen von der Firma. Okay. Herzlichen Dank, liebe Jutta. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier uns ein bisschen Aufklärungsarbeiten zu bringen und eben auch mal ein bisschen ganz klar zu zeigen, dass Gesundheit auch hier oben beim Kopf anfängt, bei unseren Gedankenstrukturen und wir sehr wohl es selber in der Hand haben, etwas Aktives für unsere Gesundheit und einen Altersvorsorgebeitrag zu leisten. Herzlichen Dank, liebe Jutta. Bleib du bitte noch dran. Wir hören uns nochmals. Ich verabschiede mich schnell beim Publikum. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Ihnen ganz herzlich Danke sagen, dass Sie heute uns wieder begleitet haben. Ich denke, es ist alles gesagt. Ein bisschen Vorsorge betreiben, diese vielen, vielen Antioxidantien mal wirklich zu sich nehmen, weil wir heute einfach immer mehr Stress haben, mehr Umweltgifte, immer mehr Nahrungsmittel haben, die uns viel, viel Entzündungsherde bringen. Und ich höre immer wieder von Experten, wir sind klug daran, wenn wir mit Antioxidantien arbeiten, hochwertige Ernährungsstoffe kaufen, Omega-3 zu uns nehmen, um diese Entzündungsherde wieder einzukrämen oder eben mit diesen Vitamin C und Bluentox, wo eben diese Antioxidantien Kraft hat und Elektronen abgibt und freie Radikale demzufolge bindet. Das wünsche ich Ihnen alles Gute, beste Gesundheit, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.